Meine lieben Fly-Fans, 3 neue Skills gibt es bereits schon als Sneak Peek zum neuen Update vom Sir Job. Da gucken wir gleich rein. Den einen, der heute neu ist, das ist glaube ich vom Seraph. Den habe ich noch nicht gesehen, den gucken wir gleich zusammen an. First Reaction sozusagen. Die anderen beiden Skills, einmal vom neuen Harlequin, der sehr cool aussieht, und vom Templar, also Knight. Hab da ein Highlight vom Stream, wo wir uns das zusammen angeguckt haben. Quasi auch so ein bisschen First Reaction, kinda. Auf jeden Fall vom Jester, glaube ich. Und genau, vorher wollte ich noch gerne in eigener Sache noch was mit euch bequatschen oder euch besser gesagt vorstellen, falls ihr Interesse habt, mich zu unterstützen. Und zwar habe ich jetzt bei mir eine Kanalmitgliedschaft jetzt nach 2-3 Jahren eingerichtet. Ich habe ein bisschen geguckt, okay, von den ganzen Möglichkeiten, was da ist, zum Beispiel Mitgliedschaft only, Livestreams und auch Chat und so habe ich von abgesehen. Das fand ich jetzt eigentlich nicht so cool, das irgendwie mit reinzunehmen. Man kann aber zuerst, falls Videos online kommen, die ich noch nicht freigebe, sondern erst zu einem bestimmten Zeitpunkt release, das kommt nicht besonders oft vor. Das könnt ihr aber dann schon vorab gucken, soweit wie ich das verstanden habe. Ich muss mich selbst ja erstmal reinfinden, aber ich will auch nicht, dass das unbedingt, dass ihr da zu starke Erwartungen habt bei diesem Aspekt, weil ich glaube, er wird genannt, wenn ihr das abschließen wollt zur Unterstützung. Ich glaube, das sind dann 3 Euro monatlich. Aber das ist wirklich nicht sehr oft, dass ich da schon Videos irgendwie vorab produziere und dann hochlade. Das kommt und uploade, aber dann noch irgendwie sozusagen erst später release. Das kommt ab und zu vor, aber oft ist es so, dass ich das wirklich sehr spontan und sofort mache, sozusagen fertigstelle. Und dann an dem Tag oder noch am gleichen Tag dann öffentlich stelle. Was ich aber gerne noch zeigen wollte, ist zum Beispiel, dass man mit Mitgliedschaft dann Zugriff auf die Emojis hier bekommt. Das sind zum Beispiel Abit Love. Ja, der lachende Abit, Young Cat, Scared und das muss ich hier noch umnennen, das ist gar nicht Max Love, das ist, machen wir einfach Rich Emote, Abit Rich, und umso mehr sozusagen dann teilnehmen an dieser Kanalmitgliedschaft, umso mehr Emojis werden freigestellt. Ich habe noch ein paar, die ich dann noch hinzufügen kann, bin jetzt aber schon am Maximum mit diesen paar Emotes. Wenn noch 2 weitere Mitglieder dazukommen, habe ich wieder 5 neue Slots. Es gibt auch noch Logo, für je nachdem wie lange man ein Mitglied ist, bekommt man bestimmte Logos. Die möchte ich jetzt aber nicht so schon gleich zeigen, sondern es soll ja auch so ein bisschen Überraschungseffekt ist. Für die, sag ich mal, tief into Community und so sind und die Bock drauf haben, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Für den einen oder anderen Support. Natürlich überhaupt gar kein Muss. Von Werbung kann ich euch da leider auch nicht von meinem Kanal befreien, so wie es bei Twitch ist. Die Macht habe ich da leider nicht. Ja, das soll es auch dazu schon gewesen sein. Ich wollte euch nur mitteilen, dass das eine Möglichkeit ist, wer Lust hat zu unterstützen. Und wer nicht, dann natürlich nicht. Wenn die 2-3 Euro über sind, sind sie über. Wenn nicht, kein Ding. So, gehen wir auf jeden Fall jetzt in das spannende Thema rein. Und zwar der neue Seraph-Skill. So, bevor der jetzt hier so läuft, warte mal, wie heißt der auf jeden Fall? Seraph Gloria Patrie. Okay. Bin ich gespannt. Wo können wir uns das hier genau angucken? Da ist er. Gloria Patrie. Oh, ein Heilungsumfeld. Okay. I guess. Ein Heilungsumfeld und ein RM. Ja, cool. Also, das ist auf jeden Fall krass. Also, das Heilungsumfeld, dazu noch Heal-Rain. Da kann man auf jeden Fall die Leute, das begünstigt natürlich gerade im PvP dann wieder dieses Turteln, dass du im Cycle arbeitest und sowas, dass du in dem Umfeld bleibst, währenddessen Range-Attacken ausgetauscht werden und sowas alles, würde ich jetzt erstmal so assumen, dass das natürlich dann eher weiter die PvP-Meta, die wir eigentlich schon seit fast Release haben, weiter so auch mit unterstützt, dass alle zusammenbleiben, um halt geheilt zu werden, im Heilungsfeld zu stehen und Heal-Rain abzukriegen und GT. Man hat natürlich jetzt aber dementsprechend natürlich auch Counter-Möglichkeiten, wahrscheinlich durch zum Beispiel vom Jester der neue Skill mit dieser Giftbombe, die man dann reinschmeißen kann, dass schon irgendwo so ein Movement auf jeden Fall bestehen muss, ne? Aber auf jeden Fall ein Skill, der für den Seraph und für den Ringmaster Gameplay natürlich absolut Sinn macht, ne? Ja, natürlich ist da die Frage, ob es jetzt noch weitere Effekte hat, dass es zum Beispiel Debuffs irgendwie glänzt oder sowas. Wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, es wird sich alles auf Heilung konzentrieren. Man muss natürlich in diesem Umfeld drin stehen, wahrscheinlich als Spieler. Ja, wie lange dauert das? Wie viel heilt das und sowas alles? Das sind natürlich die Sachen, die noch ausstehen.
Ich finde es auf jeden Fall interessant, was ich mich immer noch frage, ist mit dem Skill-Konzept allgemein. Also wie skillt man diese Skills, weil sie das ja reworken wollen. Und da bin ich echt gespannt, wie man neue Skills freischaltet, wie man die verbessert und so. Ob das auch mit Cash-Shop-Interaktion zu tun hat und so, kann ich mir schon gut vorstellen. Das wird wahrscheinlich schon sehr interessant werden. Gut, ansonsten würde ich jetzt einfach rüberschwenken in das Footage vom Livestream. Und zwar haben wir, ich glaube, den Teaser haben wir auch noch nicht zusammen geguckt. Können wir auch noch gucken. Auf jeden Fall ist das hier vom Boss, vom Behemoth oder Anku, wird sich wahrscheinlich der Name durchsetzen, ja. So wie nicht mit Tramnook, sondern sich Wilds durchgesetzt hat. Halt die englische Version, entschuldigen Sie. Und sieht auf jeden Fall krass aus. Also da wird es, glaube ich, schwer möglich sein, hier irgendwie großartig rauszukommen. Na gut. Ach, mit dem riesigen Pfeil. Musst du schon weit rausgezoomt haben, um das mitzukriegen. Also als Pure DPS da chillige AFK zu machen, wird wahrscheinlich schwierig sein. Dann haben sie jetzt angefangen, die zweite Runde der Sir Job-Klassen-Skills rauszuhauen. Und da muss ich ehrlich sagen, beim Templar, also Knight, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das hier sein soll. Es sieht so aus wie Selbst-Sacrifice. Hier steht, this is one of the Knight Third Class Templar Skills, Templar Last One Standing. Aber was macht er denn hier? Holt er sich da irgendwie Hardcore-Aggro in der Umgebung? Last One Standing? Auf jeden Fall sieht er aus, als ob er in eine Zwangshaltung geht. Und ich weiß nicht, ob er Schaden aushält, aber es sieht eher so aus, als ob er selber Schaden heftig erleidet, ne? Einen bestimmten Prozentsatz von seiner HP. Solange er wie er den Skill macht, schadet er sich selber. Aber ehrlich gesagt, das Shield ist geil. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was das jetzt hier bedeutet, was der Skill macht. Will the crab meat disappear after the event? Yeah, it will disappear in 2 days. So be sure to use as much as possible. Ja, aber was macht der hier? I don't know. Ich weiß nicht, ob man das von einem anderen MMORPG irgendwo kennt. Könnte sein, dass er selbst Damage kassiert, aber sein Death extrem hoch geht. Ja, also der Damage, den er hier selber sich macht, sieht schon enorm aus mit fast 20k. Mute? Mute? Eigentlich nicht. No. Sideways? No. No sideways. Nevermind. Ja, also das wirkt bei mir mehr Fragen irgendwie als Antworten, um ehrlich zu sein. Aber könnte ja vielleicht ein Usable Skill sein für irgendwelche bestimmten Sachen. So, jetzt kommen wir zum Jester. Der zweite Skill kommt jetzt schon early, also eine andere Rotation. Und ich muss ehrlich sagen, der ist echt interessant. Also Dual Ego. Hier heißt es Harlequins Alter Ego. Wenn er den Skill aber benutzt, steht da Dual Ego. Und er geht selber in Dark Illu für einen Moment und stellt 2 Puppen auf. Einmal an den gecasteten Bereich. Geht einen Schritt nach rechts. Und einer geht scheinbar zu einem Target, würde ich sagen. Also er hat vorher das, denke ich, irgendwie als Target genommen. Oder er läuft halt genau extrem dahin, weil der stoppt genau auf die Position des Monsters. Und das Monster stirbt dann auch. Also abgesehen davon, dass es nicht nur irgendwie so eine Täuschungsskill ist an sich, sondern die beiden Puppen scheinen auch Schaden auszuteilen. Was, finde ich, super interessant ist. Und abgesehen davon, dass es Schaden macht und eventuell sogar einen Target verfolgt, um dann zu explodieren. Ich weiß halt nur nicht, ob es einen Run-Speed bestimmten hat, ob es an dem Charakter gebunden ist und so. Aber das ist schon, denke ich, ein sehr usable Skill. Halt gerade wieder, also hier sieht man wieder, dass es auch, finde ich, PvE-Leveln eigentlich nicht wirklich relevant. Aber für PvP doch schon ein heftiger Skill. Je nachdem halt, wie gesagt, wie Skalierung und sowas alles. Du hast wieder eine Dark Illu-Möglichkeit, ne? Also, dass du halt wieder verschwindest, aus dem Target rauskommst. Dass du gleichzeitig Schaden austeilst. Jetzt kannst du theoretisch nochmal in Dark Illu gehen, wenn du es nicht vorher schon gemacht hast und sowas. Und du teilst halt damit Schaden aus und sowas alles. Also, das wirkt schon so erstmal relativ strong, finde ich. Also das Monster stirbt hier halt gleich dann von dem Schaden.
Weiß man natürlich immer nicht genau, wie die exakten Daten sind, wie viel HP, wie viel Stats, was hat der für Stats und so, oder ist der One-Shot sowieso. Aber finde ich, sieht sehr, auch der Jojo sieht so impressive aus, sieht so geil aus, wie er aussieht. Sieht aus. Ja. Klar kommt es dann wieder auf die genauen Daten drauf an, wie brauchbar das ist oder nicht, aber ich finde, das ist hier, wir sehen ja hier nochmal kurz den anderen Jester-Skill. Ja, also du hast da schon... Ach, genau, natürlich ist es gebroked jetzt. Come on. Was nu, Discord? Kannst nicht mehr? Bin wieder raus und weiter Hassan. Alright, vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast und für die Unterstützung. Danke. Passiert wohl immer anderen Dingen mit den Clones, meinte Frosty im Discord. Es passieren wohl immer andere Dinge, echt, ja? Das Spiel lebt noch? Natürlich, Marvs. Natürlich lebt das Spiel noch. Don't assume this clone behavior is fixed and the same every time you use this skill. Please let the clones do hop damage as well. Can I just say the neck preview is pretty obscure? We just see minus 80k HP and that's it. Yeah, now I can't really elaborate on it for now, but it's kind of fun having people speculate on the full behavior of all these skills. At least it's something to theorize and talk about until it's all revealed. Yeah. Probier mal von... Probier das jetzt. Ich mach das jetzt hier so. Der findet halt nichts. Keine Ahnung, ich weiß nicht, auf dem Handy ist es so einfach. Da kannst du einfach von spezifischen Nutzer, dann gibst du Frosty ein, zack, boom, alle Nachrichten von Frosty. Da macht so Recherchearbeit und zu gucken, wer was wie geschrieben hat, macht voll Spaß. Aber hier auf dem Computer geht's einfach nicht. Der Computer ist einfach doof. Der Computer sagt nein.